die Komplexität der Systeme nimmt immer mehr zu. Auch die Schwierigkeit unter den Bedingungen, also mit immer weniger Funkfrequenzen, mit immer mehr Integration in auch IT-Netzwerke, das nimmt immer stärker zu. Und ich möchte gern Sennheiser sehen als den, der den Standard setzt, wie große Systeme, große Veranstaltungen, ob es Weltmeisterschaften oder so von Fußball oder von Olympischen Spielen sind, dass wir dort das Unternehmen sind, welches den Standard setzt, wie sowas zu funktionieren hat. Ja, der Jani von Music & Stuff und wir sind heute bei Sennheiser in Wedemark mit Herrn Dr. Andreas Sennheiser, der seit 2 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder CEO dieser Firma ist. Ja, vielen Dank schon mal für die Zeit, die Sie sich nehmen. Danke auch. Und ja, können Sie mal so grob umreißen, was so die Aufgaben eines CEOs sind und wie Sie sich das mit Ihrem Bruder so aufteilen? Ja, die Aufgaben vom CEO ist eigentlich schwierig zu sagen, weil es ist alles und nix. Also es ist im Prinzip, ist man natürlich für das Gesamtunternehmen verantwortlich und für das Wohlergehen von eigentlich allen Facetten. Aber sonst generell kann man sagen, wir kümmern uns um Dinge, die einen zeitlich langfristigen Horizont haben, um die Unternehmensstrategie, um auch ganz grob die Portfoliostrategie, in welchen Bereichen wir aktiv sein wollen, wo wir investieren, wo eher weniger. Vielleicht auch manchmal ganz grundsätzliche Technologiefragen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Kunden sind sehr stark im Vordergrund und alle langfristigen Perspektiven von einem Unternehmen. Und jetzt was die Aufteilung betrifft, das ist auch nicht so ganz einfach. Mein Bruder und ich teilen uns diesen Job gar nicht auf, obwohl er auf dem Papier quasi mit 2 Personen besetzt ist. Sondern wir schauen einfach, dass wir nach außen möglichst eben 2 CEOs haben, sodass man gleichzeitig hier sein kann und gleichzeitig woanders auf der Welt. Und wir nehmen eigentlich alle Aufgaben wahr, auch füreinander. Und wenn man in so eine, ich sage jetzt mal, nennt es jetzt mal Firmendynastie hineingeboren wird, ist dann dieser Weg irgendwie schon vorgezeichnet oder? Ich habe mir die Frage auch mal gestellt, wie viel ist eigener Wunsch und wie viel ist eigentlich so quasi vorbestimmt. Und für mich spielt das gar nicht so die große Rolle, weil ich habe sehr früh mit Musik angefangen, in der Schule schon Instrumente gespielt, habe gleichzeitig ein technisches Interesse gehabt und insofern habe ich immer eigentlich das, was hier in der Firma passiert ist, mit großer Freude gesehen. Ohne zu wissen, ob ich da mal arbeiten will oder nicht. Das hat sich dann später herauskristallisiert, so als ich dann das Abitur hatte, da war für mich dann relativ klar, mich reizt dieses auf der einen Seite das Ingenieursthema, also die Technologie, weil mich die Komplexität auch gereizt hat und gleichzeitig das Kreative an der Musik und das Künstlerische, das waren für mich so eine schöne Brücke, wo ich dann gedacht habe, doch, da möchte ich irgendwann mal, wann auch immer das sein wird, einen Beitrag leisten dürfen. Okay, erinnern Sie sich dann noch, wann Sie so das erste Mal realisiert haben, okay, meine Familie, die macht irgendwie was Besonderes, da steht mein Nachname ganz groß auf einer Hauswand? Also ich kann mich nicht erinnern, wann dieser Zeitpunkt wirklich war. Ich glaube, das ist auch schleifend gewesen, weil zu Hause lagen bei uns die Produkte natürlich alle rum. Ich hatte die Gelegenheit, bei irgendwelchen Fernsehshows zu sehen, Wetten, das oder so, dass unsere Produkte verwendet wurden. Aber wirklich die Größenordnung und auch die im positiven Sinne Verpflichtung den Kunden gegenüber zu verstehen, das hat sich dann erst über die Jahre gebildet, wo ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe, auch einen Beitrag leisten zu möchten. Und das würde ich sagen, war zur Zeit des Ende Schulzeit, Anfang Studium. Okay. Und wie war dann Ihr Werdegang so in der Firma? Kommt man dann wirklich auf dem Weg zum CEO quasi durch alle Abteilungen, dass man alles wirklich so ein bisschen kennenlernt? Nein, das ist nicht so gewesen. Ich habe ganz bewusst außerhalb von Sennheiser erst einige Jahre gearbeitet bei der Firma Hilti, um auch Erfahrung zu sammeln in einem völlig neutralen Umfeld. Ich halte das für sehr wichtig, auch für die Persönlichkeitsbildung und das Kalibrieren des Egos. Da braucht man einfach mal wirklich Leute, die einem das ungeschönt aufs Butterbrot schmieren, wenn man einfach Mist gebaut hat. Und das war eine sehr, sehr gute Zeit für mich. Ich habe vom Werdegang her Elektrotechnik studiert und was mir so die Grundlage gegeben hat, technologisch zumindest verstehen zu können. Bin dann aber nach knapp 4,5 Jahren bei Hilti dann hier ins Unternehmen gewechselt, aber dann gleich in der zweiten Führungsebene. Jetzt feiert die Firma Sennheiser ja dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum und man sieht hier ja auch viele traditionelle Produkte, die es jetzt schon seit über 50 Jahren gibt. Ist so diese Firmenhistorie, ist das eher so eine Ehre und Motivation oder ist das teilweise auch, dass man sich denkt, jetzt darf ich aber keinen Mist bauen, weil
Da steht ja schon ein großer Name auf dem Spiel. Es ist beides, wie Sie sagen. Es ist, auf der einen Seite ist es eine Ehre, weil wir sind natürlich in einem Umfeld auch tätig, was unglaubliche Medienpräsenz hat, wo man auch sagen kann, da hat mein Großvater und mein Vater etwas aufgebaut, was sich wirklich lohnt zu pflegen und weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite spürt man natürlich auch, also gerade mein Bruder und ich spüren das besonders, dass es auch eine Verpflichtung ist, nicht nur den Mitarbeitern gegenüber, sondern auch den Kunden gegenüber, dass Sennheiser nicht quasi 65 Jahre tolle Produkte und gute Arbeit geleistet hat und sich das plötzlich ändert. Und da sind wir auch hundertprozentig dabei, dass wir sagen, wir möchten das Unternehmen gesunder, größer und wichtiger irgendwann an die 4. Generation übergeben. Und wir sind da auch nur ein Ausschnitt in der Erfolgsstory von Sennheiser. Okay. Der Standort hier ist ja immer noch der gleiche Ort wie zur Firmengründung. Ja. Ist es irgendwie wichtig, dass man so eine Basis hat, von der aus sich das alles aufgebaut hat und auch mit diesen bewährten Mitarbeitern und so weiter? Ich glaube, Identifikation ist was ganz Wichtiges und Identifikation hängt auch oft mit Objekten zusammen. Und wir haben ja unser Gründerhaus dort vorne, das alte Bauernhaus, haben Sie auch sicher sehen können. Und das gibt vielen, sowohl Kunden als auch Mitarbeitern, so ein bisschen auch diesen Mythos der Entstehungsgeschichte von so einem Unternehmen, der wirklich hilft, eine Identifikation aufzubauen. Insofern ist schon der Standort hier von großer Bedeutung für uns. Wir haben aber, glaube ich, über die letzten 70 Jahre es erfolgreich geschafft, dass sich überall auf der Welt die gleiche Kultur, diese gleiche Identifikation gebildet hat, die mit Sicherheit hier den Ursprung hat, aber die wir auch erfolgreich überall exportieren konnten, sodass eigentlich jeder von den 2700 Sennheiser-Mitarbeiter sich Teil von dieser wertvollen Community fühlt. Ja. Aber würden Sie schon sagen, so in dieser globalisierten Welt und auch als Weltfirma ist es schon wichtig, dass man überall auf der Welt, also so wie Ihre Firmen in Irland oder in den USA, dass man da so Stützpunkte hat, wo man auch vielleicht Stimmungen schneller mitbekommt? Ja, das ist gar kein Widerspruch in sich, global tätig zu sein und trotzdem eine lokale Verankerung zu haben. Das ist eben das Schöne. Wir müssen bei den Kunden sein. Und unsere Kunden erwarten von uns, dass wenn wir etwas verkaufen, was wir in Südamerika verkaufen und dann in Nordamerika vielleicht mal zum Einsatz kommt, und wenn der Kunde dann zufällig mal in Europa ein Problem hat, dass er den gleichen Service kriegt. Also das ist einfach eine Voraussetzung für uns, sowohl von dem, wie wir produzieren weltweit, als auch wie wir die Service-Dienstleistungen weltweit machen. Da kann man nicht mehr sagen, wir machen irgendwie alles aus dem auch kleinen Blickwinkel von einem 800-Seelendorf in Norddeutschland. Ja. Und hier wird ja auch vieles noch in Deutschland gefertigt. Ja. Es gibt ja auch viele Firmen und wahrscheinlich die günstigeren Produkte von Sennheiser auch, die in Fernost gefertigt werden. Wie verhindert man denn da so, dass das Know-how verloren geht, weil das ist ja wahrscheinlich schon schwierig, da auf Qualität und Know-how-Verlust zu achten? Also wir sind extrem streng, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass die Qualität perfekt ist. Und wenn die einzige Möglichkeit ist, diese Qualität sicherzustellen, dann fertigen wir auch von A bis Z alles durch. Also da drehen wir zum Teil Schrauben aus einem rohen Stahl für die Neumann-Produkte bis hin zu der letzten Verpackung machen wir dann alles selber. Es gibt andere Möglichkeiten, wo wir die Qualität sicherstellen können, indem wir die Entwicklung machen und die akustisch relevanten Komponenten, wie zum Beispiel für bestimmte Kopfhörer, und dann über Partner in Fernost die Endmontage erledigen lassen, die letzten Endes sicherstellt, dass die Qualität perfekt ist, aber gleichzeitig haben wir das Know-how für die akustisch relevanten Komponenten, also die Wandlertechnologie und diese ganzen Sachen im Haus gefertigt. Jetzt bewegt sich ja vieles in Richtung digital und weg von analog, obwohl es hier ja noch, ich sage jetzt mal, der Großteil ein analoge Produkt ist. Ist da Sennheiser auch gut auf den Wechsel vorbereitet, beziehungsweise gibt es denn noch eine Zukunft für analog, ich sage jetzt mal im Weitblick? Ja. Ich denke, analog wird, so wie digital am Anfang eine Nische war, wird analog irgendwann eine Nische werden. Es gibt immer noch die Berechtigung für gewisse Analogprodukte, aber gerade weil die Produkte immer intelligenter werden, weil sie eben über mobile Geräte gesteuert werden können, weil sie sich in Netze einklinken
können müssen, die einfach schon existieren, also Audionetzwerke oder so. Deswegen wird Software und die Digitalisierung immer wichtiger. Das heißt, auch unsere Produkte sind sehr stark digital lastig, die neuen Produkte insbesondere, und auch softwarelastig, so dass wir sicherstellen, dass sie sich eigentlich nahtlos in die digitale Umwelt, die dort im Audiobereich entsteht, auch integrieren lassen. Also insofern würde ich sagen, ein Großteil der Produkte, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen wird, werden einen starken Fokus im Digitalbereich haben. Wie Sie schon vorher sagten, ist auch der Service weltweit sehr wichtig bei Sennheiser, und hier gibt es jetzt auch einen Flagship-Store und Sennheiser macht auch Kurse für Kunden. Gehört das für so eine Firma auch dazu, dass man quasi nicht einfach nur das Produkt verkauft, sondern sich auch danach noch drum kümmert? Also gerade das Thema Training von unseren Kunden ist für uns ein ganz großes Anliegen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, wenn es darum geht, sehr komplexe und große Systeme mal zusammenzustellen. Also so ein Eurovision Song Contest oder eine Super Bowl Halftime Show oder die Grammy Awards. Das sind Dinge, da möchten wir auch unsere Kunden in die Lage versetzen, dass sie die bestmögliche Leistung bei ihren Kunden abliefern. Die meisten unserer Kunden verdienen ja ihr eigenes Geld mit den Produkten, und wir möchten auch dort Partner sein, sicherzustellen, dass unsere Kunden glänzen können vor ihren Kunden, und das ist, wenn sie eine perfekte Show abliefern. Gibt es denn jetzt noch so große Träume oder irgend so einen Wunsch, wo Sie sagen, in Zukunft, das will ich für diese Firma Sennheiser nochmal gemacht haben, oder auf der Veranstaltung sollten wir unbedingt mal gewesen sein? Ich glaube, es gibt viele große Träume. Insgesamt würde ich sagen, was ich mir wünsche, ist, dass mein Bruder und ich irgendwann eben die Gelegenheit haben, dieses Unternehmen genauso gesund oder noch gesunder in die nächste Generation übergeben zu können. Aber dazwischen gibt es viele Schritte und dazwischen gibt es viele Events, die wir machen wollen. Es ist jetzt nicht so dieses eine große Event, was wir mal machen möchten, weil wir, ich würde fast sagen, schon jedes große Event mal gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehen, die Komplexität der Systeme nimmt immer mehr zu. Auch die Schwierigkeit unter den Bedingungen, also mit immer weniger Funkfrequenzen, mit immer mehr Integration in auch IT-Netzwerke, das nimmt immer stärker zu. Und ich möchte gern Sennheiser sehen als den, der den Standard setzt, wie große Systeme, große Veranstaltungen, ob es Weltmeisterschaften oder so von Fußball oder von Olympischen Spielen sind, dass wir dort das Unternehmen sind, welches den Standard setzt, wie sowas zu funktionieren hat.